Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es darum, wie man den Bremssattel lackieren kann. Wie das Ganze aussieht, blende ich euch jetzt ein. Auf der linken Seite seht ihr den Bremssattel in Originalzustand und auf der rechten Seite den Bremssattel schon lackiert. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Das Set, was ihr braucht, um das Ganze zu lackieren, gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ja, Bremssattel lackieren, braucht man das? Nein. Ist es sinnvoll? Nein. Habe ich es gemacht? Ja. Wieso? Einfach weil ich Bock hatte, mal was Neues auszuprobieren, es zum Teil ja auch Hobby ist und ja, ich wollte sehen, wie einfach und simpel das Ganze denn funktioniert. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr, sehr einfach, das Ganze durchzuführen und hat einen schönen, direkten Effekt, wie ich finde. Gut, ob ihr das Ganze jetzt in Rot, in einer anderen knalligen Farbe lackiert, ist natürlich euch überlassen. Die STs und ST-Lines sind meines Wissens nach schon rot lackiert. Dort habt ihr ja schon die roten Bremssättel, muss also nichts mehr gemacht werden, außer ihr wollt jetzt die Farbe aus irgendeinem Grund ändern. Und ja, ich habe hier meinen 1,5er Diesel, also nichts mit sportlich. Und deshalb habe ich mich für die Wagenfarbe entschieden, beziehungsweise eine Farbe, die sehr, sehr, sehr nah an der Wagenfarbe rankommt. Ja, und jetzt blende ich euch mal ein, wie man das Ganze durchführt. Viel Spaß damit! Als allererstes müssen wir natürlich die Räder abmontieren. Dafür lösen wir die Schrauben, heben dann den Wagen an und lösen dann die entsprechenden Schrauben vom Rad. Und dann können wir auch das Rad auch schon abmontieren. Easy peasy, wie ihr seht. Und ja, da ist auch schon der Bremssattel, um den es geht. Ja, ziemlich dreckig. Das muss natürlich alles zuerst sauber gemacht werden, bevor wir das Ding hier lackieren können. Aber zuerst mal hier das Set von Foliatec, was ich hier besorgt habe, verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Ich habe mir das Ganze in meiner Wagenfarbe geholt. Und ja, Inhalt ist hier der Bremsenreiniger, dann der Pinsel, ein Stäbchen, um das Ganze halt umzurühren, ein paar Handschuhe, der Härter, dann die Drahtbürste, um den Bremssattel sauber zu machen und zu guter Letzt natürlich der Lack. Und zuallererst müssen wir natürlich mit der Bürste unseren Sattel sauber machen. Das könnt ihr mit der beigelieferten Bürste machen. Wenn ihr eine elektrische habt, macht es damit. Aber halt Vorsicht, dass ihr nicht an die Gummidichtungen kommt und an das sonstige Material, was halt nicht der Bremssattel ist. Und so sieht das Ergebnis nachher aus. Hinten müsst ihr euch nicht zu viel Gedanken machen, hinten sieht man den Bremssattel ja nicht. Es geht hier um die Front bzw. um die Seite. Die muss sauber sein und dann auch schon mit dem Bremsenreiniger das Ganze sauber machen. Steht aber auch in der Anleitung ganz genau beschrieben, wie man was macht. Mit dem Tuch nochmal kurz abwischen und dann schön fett mit Bremsenreiniger einsprühen, damit das Ganze von Fett und sonstigem gelöst wird. Dann das Ganze noch abkleben, dass halt der Lack jetzt nicht auf die Bremsscheibe irgendwie kommt. Das soll natürlich verhindert werden, sowie auch an Gummiteile oder sonstiges. Deshalb klebe ich das hier mal ganz, ganz großzügig ab. So sieht es dann bei mir aus. Und ja, ist das erledigt, kann eigentlich auch schon das Ganze angemischt werden. Entweder ihr benutzt halt das Ganze 1:1, also 1:1 bedeutet den kompletten Inhalt der Dose und der komplette Inhalt der Tube. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe hier 1/4 der Tube und 1/4 des Lackes genommen, miteinander vermischt. Mit 1/4 können beide vorderen Bremssättel komplett lackiert werden. Also da ist mehr als genug drin. Und wie ihr seht hier, das ist halt eigentlich die schönste Arbeit. Man sieht direkt den Erfolg, wie das Ganze jetzt sich schön in das Blau verwandelt. Und laut Anleitung muss man das Ganze zweimal oder man soll es zweimal lackieren. Also einmal lackieren, 5 bis 10 Minuten warten und dann nochmal eine zweite Schicht drauf machen. Wobei nach der ersten Schicht sieht das Ganze schon echt klasse aus, kann eigentlich auch schon so verwendet werden. Ich mache es hier wie eine Anleitung, also noch ein zweites Mal das Ganze lackieren. Wie ihr seht, beim ersten Mal ist es schon nach dem Trocknen sehr, sehr gut gelungen, beziehungsweise sieht klasse aus. Ich lackiere es jetzt noch ein zweites Mal, so wie es in der Anleitung auch steht. Und was jetzt halt noch fehlt, ist hinten der Teil, den ich halt großflächig abgeklebt habe. Dort muss ich jetzt halt ganz vorsichtig das Ganze bemalen, dass ich halt nicht auf die Teile komme, die halt nicht lackiert werden sollen. Und zu guter Letzt natürlich das Kreppband wieder abmachen und so sieht nachher der lackierte Sattel aus.
richtig, richtig gut, wie ich finde. Ist echt klasse gelungen. Und hier keine Sorge, es muss nicht perfekt sein. Man sieht das Ganze ja nur von weitem. Deshalb, es reicht, das Ganze natürlich so gut es geht zu lackieren. Ihr müsst euch da keinen Gaddy geben und alles im Detail lackieren. Man betrachtet oder man sieht das ja eh nur durch die Felge durch. Und wie ihr gesehen habt, vorne die beiden Seiten habe ich lackiert. So sieht es dann halt hinten aus. Und ja, das ist der 4. Reifen. Hier sieht man auch, ich habe natürlich ausgespart alle Gummiteile sowie auch die Laufflächen der Bremsbeläge. Und so sieht es dann im finalen Zustand aus, wenn der Reifen dann drauf ist, mit der Felge natürlich. Habt ihr Felgen mit größeren Abständen, dass man das mehr sieht, umso größer ist nachher natürlich der Effekt. Wie ihr gesehen habt, ganz einfach durchzuführen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!